dass ihr wieder bei TuS Kochtour eingeschaltet habt. Heute werde ich den Klassiker unter den Weihnachtsplätzchen backen, nämlich Vanillegipfel. Und heute habe ich 2 Assistenten, meine 2 Töchter, und dazu benötigen wir Hallo. 500 Gramm Mehl, 350 Gramm kalte Butter, 125 Gramm Puderzucker, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 3 Eiweiß, eine Prise Salz, einen halben Teelöffel Backpulver und 1 Esslöffel Vanilleextrakt. Als erstes werden wir jetzt die Butter in die Küchenmaschine geben. Natürlich könnt ihr das auch mit den Händen kneten, aber ich mache das jetzt in der Küchenmaschine. Also zuerst die Butter gebe ich jetzt in meine Küchenmaschine rein, dann Salz, dann 1 Esslöffel Vanilleextrakt, so. Und zuletzt den Puderzucker und werde das Ganze jetzt gut verrühren. Und als nächstes tun wir den Backpulver in den Mehl reingeben. Super. Und dann? Und danach die gemahlenen Mandeln. So. Super, ich helfe dir dabei. Und das werde ich jetzt verrühren. So, nachdem ich das jetzt auch gut verrührt habe, werde ich das löffelweise dann in die Buttermischung reingeben. Jetzt werde ich den Teig aus der Küchenmaschine herausnehmen und das Ganze dann zu einem Teig verkneten. Meine Hände und dann verknete ich das jetzt. So, ich verknete das jetzt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mir helfen dabei. Komm, jetzt. Also wirklich zu einer Kugel zusammen. So, feste zusammen. So, da. So. So, dann drücke ich den Teig jetzt etwas platt. Weil das werden wir dann in die Frischhaltefolie dann einpacken. So platt. Ja, damit es schneller einfach kühl wird im Kühlschrank. So. So, und jetzt nehmen wir Frischhaltefolie. Dann nehme ich jetzt den Teig. Mama, schmeckt lecker. Ja, ist aber noch nicht ganz fertig, ne? So. Oh nein. Ja, es macht nichts. Geben wir gerade dazu, drücken wir das Blatt. So. Wie lange geht der jetzt in den Kühlschrank? Und den müssen wir jetzt 30 Minuten dann in den Kühlschrank tun. Magst du das in den Kühlschrank tun? Ja. Okay, bitteschön. Tu es mal in den Kühlschrank rein. Oh, schwer. Nach 30 Minuten sieht der Teig jetzt so aus und so gebe ich das wieder in meine Küchenmaschine hinein. Und jetzt wird meine Tochter das Eiweiß dazu geben. Ja. Warte, ich brösel das ein bisschen. Super. Gut, leg's hier drauf. Und dann lassen wir es jetzt kurz verkneten. Ihr müsst darauf achten, dass der Teig nicht so lange knetet, weil sonst wird er ganz bröselig. So. Und das wäre dann jetzt auch so fertig und dann nehme ich das Ganze raus. Ich habe den Teig jetzt wieder eingepackt und werde das nochmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Nach 30 Minuten nehme ich den heraus. Wie ihr seht, ist es auch etwas härter geworden. Nehme den raus, teile den mir in 4 Teile. Teile das mir auf. Nehme einen Teil raus, packe die anderen Teile mir wieder zusammen und lege das mir wieder in den Kühlschrank rein. Nehme dann den Teig, werde das Ganze dann in daumendicke Stränge dann kneten. Das ist ein bisschen zu lang. Teile ich mir auf in Hälften, gebe etwas Mehl auf die Arbeitsfläche, dann ist es auch einfacher. Lege das mir dann parallel zueinander. Und das Bicyclette habe ich mir jetzt auf 5 cm geteilt und werde das jetzt dann durchschneiden. So. Oder schneidest du die Platte? So.
Als nächstes werde ich mir so einen Teigling nehmen, werde das dann ausrollen und gerade an den Enden etwas spitz werden und es dann zu einem Mond dann formen. Und so lege ich das auf Backblech drauf. Und so sehen die fertig aus und so gebe ich das jetzt in den Backofen bei 200 Grad für ca. 10 Minuten. Nach 10 Minuten sehen jetzt die Vanillegipfel so aus. Hier habe ich jetzt noch Puderzucker, 100 Gramm und 3 Päckchen Vanillezucker hinein und habe das Ganze vermischt. Jetzt werde ich die warmen Vanillegipfel eben nehmen und darin dann wälzen. So, und so sehen sie aus und so gebe ich das dann. Und so werden die Vanillegipfel fertig. Jetzt probieren wir das Ganze. Wollt ihr mal probieren? Ja. Ja, dann sucht euch mal eins aus oder nehmt eins. So, geht's? Und wie schmeckt's euch? Lecker. Und schön weich. Ja. Oh, super. Gut. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss. Und als nächstes tun wir dann den Backofen. Nochmal. Nach Fleckereien. Wo ist das Rezept geblieben von dem Rezept, die wir lieben? Wer hat das versteckt? Versteckt.